Servus, ich bin der André, komme hier aus der Nähe von Nürnberg und stelle euch heute meinen Golf 2 VR6 Turbo vor. Also Fahrzeug Golf 2, Baujahr 92, Motor ist ein 2,8 Liter VR6 Turbo mit ca. 600 PS. Drehmoment dürfte jetzt ungefähr bei 750 Newtonmeter liegen und Frontantrieb. Zu dem Fahrzeug bin ich vor ziemlich genau 10 Jahren gekommen, also er ist jetzt schon seit 10 Jahren bei mir. Das Fahrzeug hat damals ein Freund von mir besessen und ja, ich hatte Lust, mal was mit Leistung zu fahren. Das Fahrzeug war damals schon ein Golf 2 VR6 Turbo und ja, da habe ich mir gedacht, sowas könnte zu mir passen, das macht bestimmt Spaß. Bin in dem Auto auch schon mal mitgefahren und ja, ging von der Arbeit her, Dienstwagen, alles cool, kannst du zum Spaß nehmen. Und ja, dann bin ich eben zu dem Auto durch Zufall gekommen und das Fahrzeug hat damals noch ein bisschen anders ausgesehen. Der Lack war schon der gleiche, war aber ja, noch eine Corrado-Innenausstattung und ja, sehr viel Chrom, 15 Zoll Felgen, also es war alles ein bisschen anders. Aber insgesamt so das Konzept von dem Auto hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Ja, Understatement. Soll nicht jeder sehen, was das Auto so an Leistung hat oder dass Leistung drin ist. Und ja, hat mir gefallen. Ich hatte dann noch einen anderen Golf 2 in Aussicht, aber der war ein bisschen weniger motorisiert und habe ich mir gedacht, naja, wenn dann gescheit und eine vernünftige Basis und dann geht's los. Und Plan war aber auch erstmal mit dem Ding zu fahren und ein bisschen Spaß zu haben. Ja, und so nach und nach wurden halt immer mehr Sachen verändert und angepasst, so wie ich mir das Auto halt vorstelle. Also für mich war klar, irgendwo mal dann die Innenausstattung rauszuwerfen, das Ganze ein bisschen sportlicher zu machen, Schalensitze reinzumachen. Ja, man muss dazu sagen, das ist halt ja, ein Lebensprojekt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe auch nicht vor, das Auto wieder herzugeben, weil da hängen so viele Erinnerungen dran. Das Auto gehört zu mir und bin kein großer Freund davon, sich jedes Jahr ein neues Auto aufzubauen, sondern ja, das Fahrzeug gehört zu mir und der bleibt für mich. Ja, zum Umbau selbst oder zum Fahrzeug selbst. Ja, VR6 Turbo aus dem Golf 3 ist verbaut. Das Fahrzeug hat noch Frontantrieb. Bin schon oft gefragt worden, ob ich nicht mal umbauen will auf Allrad. Bin aber der Meinung, dass das so auch ganz gut funktioniert. Mir ist auch ehrlich gesagt die Karosserie ein bisschen zu schade, die zu zerschneiden. Das Auto ist rostfrei. Das Auto ist rund 2000 ungefähr auf einer komplett nackten Rohkarosse aufgebaut worden. Ich kenne auch so ein bisschen die Historie von den weiteren Vorbesitzern und kenne da Umbaubilder und so weiter und hat mich fasziniert, die Story hinter dem Auto. Ja, und es funktioniert so ganz gut. Der Motor selbst ist weitestgehend Serie, der Kopf ist ein bisschen bearbeitet und es sind mittlerweile stärkere Pleuel drin. Ansonsten ist der Block Serie, die Kolben sind Serie.
Der Turbolader ist ein GTX 30 Generation 2 und den haben wir letztes Jahr eingebaut über den Winter, weil der Generation 1 Lader nicht mehr so wollte. Der war schon ein bisschen platt. Genau. Und ansonsten ist der VR6 Motor eigentlich ein ziemlich dankbarer Motor. Du kannst mit relativ wenig finanziellen Aufwand eine ganz gute Leistung erzielen. Da macht der Motor ziemlich viel mit und deswegen sind da 550, 600 PS so mit den Komponenten, die jetzt verbaut sind, kein Problem. Ja, zum Antriebsstrang war mir trotzdem wichtig, dass irgendwo ein bisschen Traktion gegeben ist. Deswegen fahre ich auch ein bisschen dickere Reifen, Semislicks. Ich habe eine Differentialsperre drin, die halt dafür sorgt, dass man die Kraft doch ein bisschen besser auf beide Räder wenigstens bekommt. Ist aber trotzdem in den ersten 2, 3 Gängen etwas schwieriger. Ja, und verbaut ist auch ein 6-Gang-Getriebe. Die Basis von dem Getriebe ist im Endeffekt aus dem Golf 4 V6. Das ist ein Allradgetriebe, das wird dann zugeflanscht und wird als Frontantrieb im Endeffekt verwendet. Und ja, die Übersetzung wurde geändert, weil das Getriebe sonst viel zu kurz ist. Sonst ist es ca. bei 250 km/h Schluss. Und da sind jetzt eben Komponenten aus dem Benzinergetriebe und aus dem Dieselgetriebe verbaut. Und da kommt man dann eben auf eine Höchstgeschwindigkeit von ein bisschen über 300 km/h, aber das will man in so einem Auto auch nicht fahren. Und wie man sieht, ein paar Kleinigkeiten, ein paar Details sind in Carbon verfeinert. Die Teile sind alle nicht aus Carbon gefertigt, sondern eben mit Carbon laminiert, mit Echtcarbon. So ein bisschen der Spleen von mir, das gefällt mir. Ich finde, das passt ganz gut zu dieser sportlichen, aber immer noch humanen Philosophie von dem Auto. Und deswegen ist da ziemlich viel mittlerweile in Carbon verfeinert worden. Ja, es ist schon eine Sucht. Ja, wie der Name schon sagt, das ist ein Fahrzeug und das war mir schon immer wichtig. Ein Fahrzeug muss gefahren werden, es muss bewegt werden, es soll Spaß machen und das Konzept von so einem Auto mit einem doch etwas schwereren Motor vorne, Frontantrieb, leichtes Heck, ist halt nicht so einfach, das dann auch fahrdynamisch so hinzubekommen. Muss ich aber sagen, das mit dem Fahrwerk und mit den ganzen Lagerungen funktioniert sehr, sehr gut. Ja, ich verbinde so ein altes Auto, was auch Leistung hat und was Spaß macht, verbinde ich eben mit extrem viel Freiheit. Macht irre Laune, mit dem Auto zu fahren und ja, wirklich auch es geht eben nicht nur geradeaus auf der Autobahn, sondern es ist auch absolut geeignet, um da mal ein bisschen über die Landstraßen zu ballern. Ja, und wie ist das Gefühl in so einem Auto? Ja, das ist halt doch recht puristisch. Es wackelt, es vibriert, ja, es ist halt ein altes Auto und es bleibt auch ein altes Auto. Aber für die Verhältnisse, ich habe auch mal einen alten Jetta gehabt, das ist die gleiche Basis, da hast du fast in die Hosen gemacht bei 190. Ja, und bei dem Auto fährst du da mit einer Hand am Lenkrad und es funktioniert halt einfach gut. Aber man muss dazu sagen, wenn du da Richtung 300 fährst mit so einem Auto, da merkt man einfach, dass so ein Wagen dafür nie gebaut wurde und ja, mit Vernunft hat das nichts mehr zu tun. Aber es ist halt lustig und gerade auf der Autobahn, wenn man so ein bisschen die Großen ärgern kann oder so die Kollegen aus dem Supersportwagen-Segment, ja, kann man da schon ein bisschen ärgern und da rechnet halt schon in der breiten Masse eigentlich keiner damit, dass ein Golf 2 auch schnell fahren kann. Ja, das ist soweit ganz lustig. Und ja, das Ziel von mir ist einfach, das Fahrzeug auch so zu optimieren, immer weiter zu optimieren, dass es eben wirklich sehr, sehr gut fährt und dass es souverän fährt und ja, dass es einfach Spaß macht.
Ja, in erster Linie möchte ich gerne Danke sagen an die Jungs, die uns hier ihre Halle zur Verfügung gestellt haben, ja, wo wir hier Gast sein dürfen, weil es doch eine ziemlich coole Location ist. Und das ist der Tobi, der Milo und der Marci und Karosseriebau Ramsauer, die uns eben hier dankenswerterweise ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Finde ich extrem cool. Ja, ich möchte niemanden vergessen, aber ich möchte einfach insgesamt allen Danke sagen, die bisher in den 10 Jahren an dem Fahrzeug schon mitgeholfen haben. Besonders auch der Alex, der Vorbesitzer, der mir das Auto ja, vertrauensvoll in gute Hände gegeben hat. Und ja, alle, die eben bisher mitgeholfen haben, dass das Fahrzeug so ist, wie es ist. Ich möchte auch ganz speziell an Peter Hofmann Danke sagen. Wir arbeiten da schon sehr lang mit Rädern, mit Felgen eben sehr gut zusammen und ja, macht einfach Spaß, wenn das so verbindet, wenn man da eben coole Connections hat. Ich bin selber nicht so der Schraubertyp, deswegen bin ich da auch auf Hilfe angewiesen, dass mir Leute helfen. Aber das ist auch in Ordnung so, man muss nicht alles können und deswegen passt es soweit. Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und könnt gerne natürlich auch den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos. Und ja, könnt natürlich auch gerne in die Kommentare was zu dem Fahrzeug, zu mir schreiben, wie ihr möchtet. Und an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.